Deutsche Meisterschaften im Gewichtheben. Ernst Hermann, Wien, der Sieger in der Leichtgewichtsklasse. Schwergewichtsmeister wird Theo Aldering, Essen, mit 375 Kilo. Olympiasieger Rudi Ismayer beim beidarmigen Drücken. Im Mittelgewicht siegt Hans Clausen, Hamburg, mit einem Gesamtgewicht von 337 Kilo. Der Wiener Josef Stroppek, der Zweite im Schwergewicht. Bei den 4. Deutschen Kriegskanu-Meisterschaften in Grünau. Entscheidung im Einerkajak. Der Sieger Hans Seiling trägt die Startnummer 13. Hans Seiling ist kriegsversehrt und noch in Lazarettbehandlung. Vierer-Kajak der Frauen. Nach zähem Kampf siegen die Duisburgerinnen. Sie sind 4 Zehntelsekunden schneller als die Sportlerinnen aus Mannheim. Verbissen kämpft die Hitlerjugend um den Preis im Zehner-Kanadier. In Stralsund, auf dem Schulschiff Horst Wessel, steigt die Flagge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine empor. Großadmiral Dönitz kommt mit Reichsjugendführer Axmann an Bord. Er besucht die Jungen der Marine HJ, die hier zum Reichssportwettkampf versammelt sind und die einmal auf unserer Kriegsflotte ihren Mann stehen werden. Die Jungen zeigen dem Großadmiral, was sie gelernt haben. Die sportlichen Leistungen der Marine-Hitlerjugend fanden die Anerkennung des Großadmirals. Halten! 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 Das Unterseeboot des Korvettenkapitän Wolfgang Lüth läuft im Stützpunkt ein. Als erster Unterseebootkommandant erhielt Korvettenkapitän Lüth vom Führer das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten. Mit dieser höchsten Tapferkeitsauszeichnung wird der mehr als 3-jährige Kampf des Kommandanten und seiner Männer gegen die feindliche Schifffahrt belohnt. Sie versenkten 46 feindliche Schiffe mit über 250.000 Tonnen. Fahrzeuge der deutschen Wasserschutzpolizei im Dienst auf dem Dnieper. Die Papiere eines Dnieper-Schiffes werden kontrolliert. Das Schiff braucht seine Fahrt dabei nicht zu unterbrechen. Ein Floß kommt in Sicht.
Auch der Kahn am Ufer wird nicht übersehen. Unter dem Schutz der deutschen Polizeiboote transportieren lange Schleppzüge Nachschub über den Strom. In der Ukraine. Die riesigen Getreidefelder werden abgeerntet. Die dabei eingesetzten Menschen wissen, was von ihrer Arbeit abhängt. Pferd und Motor arbeiten nebeneinander. Hochmoderne Maschinen aus Deutschland dreschen Berge von Getreide aus. Junge Volksdeutsche aus Siebenbürgen kommen in Wien an. Sie haben sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Ihr Zug ist mit Blumen und Inschriften geschmückt. In kurzer Zeit sind wir dabei, ist ihre Parole. Sie folgen der Stimme ihres Blutes, um das Großdeutsche Reich und Europa zu verteidigen. SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Berger begrüßt die Freiwilligen. Bei unseren Soldaten in Griechenland. Unsere Jungen wissen mit der Freizeit etwas anzufangen. Hauptspaß für unsere Panzersoldaten ist ein Eselrennen am Strande. Um die Strandmeisterschaft. Der Schiedsrichter nimmt sein Amt zu wichtig. Er wird ins Wasser geworfen. Auf der Riesenschildkröte reitet es sich nicht so gut wie auf dem Amphibienauto. An der Ostfront spielt sich das Soldatenleben in Ruhestellung naturgemäß in anderen Formen ab. Aber hier wie dort macht der deutsche Soldat das Beste aus dem, was sich ihm bietet. Dem Erfindungsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Der Soldat kennt nicht nur den Kampf.
ein Brief in die Heimat. Dieser Friseur schneidet die Haare sogar elektrisch. Bei der Fußpflege. Über der Sorge für das leibliche Wohl werden Waffen und Gerät nicht vergessen. Schon wieder im Einsatz. Nachschub auf dem Marsch. Wenn die Straßen aufgeweicht sind, gibt es große Schwierigkeiten. Doch der Soldat bleibt unverdrossen. An der Front südlich des Ladoga-Sees. Vorbereitungsfeuer der Artillerie zu einem Gegenstoß. Die Infanterie im Angriff auf die feindlichen Bunker und Grabenstellungen. Ein Tiger rollt mit vor. Eine Bunkerstellung wird ausgeräumt. Sowjetgefangene zeigen unseren Soldaten den Weg. Ein Verwundeter wird zurückgetragen. Bei dem deutschen Gegenstoß wurden dem Feind schwere Verluste zugefügt. Im Raum von Orel begleitet die einheimische Zivilbevölkerung unsere Truppen, die im Zuge planmäßiger Frontverkürzung neue Stellungen beziehen. Die Bevölkerung zieht das Leben unter dem Schutz der deutschen Truppen, dem GPU-System, vor. Unsere Sprengkommandos zerstören vor dem Abmarsch in die neuen Stellungen alle militärischen Anlagen.
3 fliegen in die Luft. Neue Stellungen werden bezogen. Dem wiederum angreifenden Feind schlägt wohl vorbereitetes Feuer entgegen. Er bezahlt alle seine Angriffe mit blutigen Verlusten. Betreuung unserer Verwundeten in vorderster Linie. Unmittelbar nach dem Gefecht heftet der Bataillonskommandeur bewährten Kämpfern das Eiserne Kreuz an. Im Süden der Ostfront kam es ebenfalls zu schweren Angriffen des Feindes. Auch hier hatten die Bolschewisten große Verluste, besonders an Panzern. In unseren Stellungen am Mius. Stuka belegen feindliche Erdziele mit Bomben. Panzer werden in die Schlacht geworfen. Rechts und links erbeutete Salvengeschütze des Feindes. Schlacht auf dem Höhepunkt. Immer neue Panzer greifen ein. Kommandierende General. Die riesige Materialschlacht im Osten ist aufs Neue in vollster Schärfe entbrannt. Sie stellt den in so vielen schweren Kämpfen erprobten deutschen Soldaten vor neue, harte Aufgaben.